Okay, meine lieben Freunde, dann beschäftigen wir uns heute mal mit einem ganz interessanten Thema und das beschäftigt hier in Thailand nun mal wirklich sehr viele. Gerade die Phalanx, die Ausgewanderten und die Expat, die hier Lebenden. Und hier in Thailand ist es einfach nur so, dass es mit der thailändischen Schrift, mit der Sprache für viele sehr, sehr schwierig ist, hier weiterzukommen. In Asien ist es auch leider so und auch bei Lazada, dass viel verkauft wird, was aus China kommt. Schaut aus wie Original, sind meistens bloß durch ganz kleine Fehler in der Ausschreibung des Artikels zu erkennen, sind aber spottbillig und das kaufen eben viele. Und es gibt aber auch genauso Produkte, die kosten sehr, sehr viel Geld und sind dann auch wieder gefaked oder funktionieren gar nicht. Es gab auch schon Vorkommnisse, dass man Backsteine bekommen hat. Also einer hat mal Backsteine bekommen, ein anderer Tafel Schokolade, der dann seiner Frau geben können. Hey, gibt aber auch witzige Geschichten dabei. Und wir beschäftigen uns heute einfach mal mit Lazada. Wie mache ich eine Retoure? Wie gebe ich etwas, was ich gekauft habe, zurück? Und wie werdet ihr das Päckchen dann los? Das ist eigentlich vom Prinzip alles ganz einfach, wenn man dann ein bisschen mit der Sprache hin und her hoppeln kann. Kommt man eigentlich schon klar oder wenigstens weiß ungefähr auch, was man achten muss und wo man hindrücken muss. Kurze Unterbrechung jetzt. Stopp. Ihr seht den Bildschirm hier bei mir so ein bisschen, das iPad. Ja, es ist hochkant und man sieht noch weniger als normalerweise bei meinen Videos, aber das ist okay so. Geht leider nicht anders, sonst kann ich euch nicht den ganzen Bildschirm darstellen. Ich benutze es eigentlich immer normalerweise alles in Querformat. Bei Lazada ist das eben einfach nicht möglich im Querformat. Das heißt, es geht schon, aber es sind sehr viele Fenster, die einfach überlappen und nicht mehr zugänglich sind in dem Bereich, um sie zu schließen oder weiter zu bearbeiten. Deshalb muss man Lazada-App einfach im Hochformat verwenden. Gut, generell alles, was Lazada angeht, kaufen, bezahlen, alles über die Lazada-App machen. Macht das immer nur in der App über Lazada. Ihr habt da wie bei Amazon in Deutschland, in Europa oder auch weltweit den Lazada-Schutz. Ihr bekommt auch in der Regel immer euer Geld wieder, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert und man mal nachfragen muss. Das hatte ich jetzt einmal in einem offenen Fall, dass ich eine Rückgabe noch nicht erhalten habe. Normalerweise habe ich das Geld immer nach 3-4 Tagen, wenn ich was zurückgeschickt habe, auf meiner Kreditkarte gut geschrieben. Jetzt habe ich gerade mal einen Fall, der ist schon seit 4 Wochen ausstehend und es ist noch nicht da. Gut, sie haben sich aber schon wieder rausgeredet und haben gesagt, ich habe gerade mit denen gechattet, 45 Tage. Ja. Gut, aber man kriegt sein Geld, es ist manchmal ein bisschen nervig, aber wie gesagt, es ist Thailand, same, but different. Gut, los geht's. Schauen wir mal in die Lazada-App rein. Mache ich das jetzt mit euch an einem legalen Fall, den ich jetzt gerade momentan habe. Und zwar geht ihr hier unter Account. Ihr bekommt jetzt hier auch gleich ein bisschen Erklärung, eine Einleitung in die Lazada-App. Wenn es euch interessiert, kann ich da auch mal ein bisschen mehr zu machen, wenn euch das wirklich mehr interessiert. Wir haben jetzt hier To Ship, also 2 müssen noch verschickt werden mal für meine Bestellungen. 2 sind auf dem Weg, die habe ich zu empfangen. Und To Review, also Wertung abzugeben, habe ich über 2. Dann Returns und da habe ich momentan nichts drin, obwohl eine drin hängt. Die ist aber schon abgeschlossen, aber wie gesagt, die Bezahlung ist noch nicht ausgeschüttet. Es ist, man braucht viel von dieser asiatischen Einstellung, Geduld und ein Smilen im Gesicht. Gut, wir gehen jetzt mal auf To Receive. Dort finden wir die Artikel, die wir erhalten haben. Jetzt kommt mal ein ganz wichtiger Punkt, den ich euch sagen muss. Und zwar kommen jetzt hier die 2 Sachen, die ich zurückschicken möchte, die ich bekommen habe, die auch schon hier sind. Die sind auch die Villa Red, das seht ihr hier. Steht hier in blau. Bei dem oberen Artikel steht ja nur Ship It, also ist unterwegs. Wenn ich jetzt hier sage, von diesen 2 Buttons hier unten, Order Received, also ich habe es jetzt mal in die Mitte geschoben, dann habe ich diese Order angenommen. Bin mit den Artikel zufrieden. Das heißt, du verlierst, wenn du das anklickst, auch die Möglichkeit der Rückgabe. Die Rückgabe findest du immer und solltest du immer darauf achten, wenn du bei Lazada bestellst, die steht immer bei dem Artikel dabei. Es gibt keine globale oder landesweite oder asiatisch gemeinschaftlich regulierte Regularien, wie es in der EU gibt, die einem zu alles Möglichen zwingen, aber nicht zu seinem eigenen Vorteil. Und in dem Artikel steht dann jeweils drin, 30 Tage Rückgaberecht, 3 Tage Change My Mind, also ich überlege es mir anders, Change My Mind, ich überlege es mir anders. Oder ich habe es mir anders überlegt, habe ich 3 Tage Zeit, es zurückzugeben. Free Return 30 Tage, also 30 Days, Free Return.
habt ihr dann 30 Tage Zeit, es zurückzubringen. Also da wirklich immer in dem Artikel, den ihr bestellt, schauen, was ihr wollt. So, wenn du jetzt eine Rückgabe machen möchtest, dann gehst du hier Cancel and Refund. Das ist der Button hier. Ich habe den jetzt gerade mal gedrückt. Ich hoffe, das sieht man so ein bisschen. Ne, sieht man gar nicht. So, da habe ich 2 Stück von bestellt. Das sind 2 Lucy Miner, die, ja, könnt ihr euch dann in der Computersachen.de bei YouTube anschauen auf meiner Homepage. Da werde ich den Artikel posten. Da gibt es nochmal ein allgemeines Review zu diesem Artikel. Die neue Version der Lucy Miner 06, also das ist wirklich eine Katastrophe, aber es ist eine andere Geschichte. Eine davon ging gleich überhaupt nicht. Aber okay, sei es drum. Return Refund machen wir jetzt. I have a problem with the item received. And I did not receive the item. Also ich habe das nicht erhalten. Also das sind so die Auswahlpunkte. Und hier steht jetzt auch dabei Free Return Shipping. Select if you have received a damage, if you see item, wrong item. And also das ist der oberste Bereich hier, den ihr jetzt anklickt. Okay? Ja, man sieht es nicht, aber gut. Nächstes Auswahlfeld. Packing of parcel as damage. Also das Paket ist beschädigt. The item is not advised. Dann missing accessories, also Zubehör oder sowas fehlt. Dann change my mind or item doesn't suit me. Also das ist, ich habe es mir anders überlegt, ich will das Ding nicht haben. Hier wählt ihr dann im Prinzip das aus, was ihr haben wollt. Wenn jetzt da ein bisschen so Unklarheiten sind, was man davon nimmt, kann man den einfach mal antippen. Man bekommt hier auch einen Hilfe-Tooltip. Also an dem Punkt ist man schon ein bisschen weiter. Da hat man das schon geändert, das war früher schlimmer. Für mich ist jetzt interessant, Item ist difficult oder not working as beschrieben. Das heißt, das Ding ist futsch oder funktioniert nicht so, wie es soll. Dann gibt es hier noch falsche Größen oder entspricht nicht der Beschreibung hier. Description not all pictures. Das könnt ihr dann alles auswählen. Wichtig ist beim Zurücksenden, wenn ihr kostenfrei zurücksenden wollt, dann muss das Ding zurück sein. Change my mind. Also wenn du sagst, ich habe was anderes überlegt, dann kann es dir passieren, dass du ein Rückporto bezahlen musst. Okay, da reden wir so über 30 Baht. Das ist nicht mal ein Euro. Das kostet in Deutschland einen Brief. Und der wird zugestellt, nicht per Brieftaube. So, dann machen wir Confirm. So, das ist jetzt der Punkt. Der ist wirklich noch interessant. Sonst könnt ihr das in dem Sinne eigentlich nicht abschließen. Und außerdem, es hilft den anderen dann auch zu kapieren, um was es überhaupt geht. In diesem Fall ist es jetzt einfach so, ich habe Fotos gemacht, da werde ich jetzt dann Videos uploaden, Foto und Video uploaden und damit ist die Sache für mich eigentlich geritzt. Dann schreibe ich noch eine schöne kleine Bestellung dazu. Da schalte ich euch mal kurz auf Pause. So, ich könnte jetzt natürlich einen ganzen Roman schreiben, das mache ich aber nicht. One of the 2 devices are not working, comma without function, da fehlt wieder mal eine Klammer. Ja, DeepL ist auch nicht gerade der Gelbe vom Ei, wenn es darum geht, den besten Übersetzer weltweit zu kürzen. Without function, the second miner connect to the pool, but it doesn't score for any points. This was case with 3 tested pools. Also der funktioniert auch nicht richtig. So, Upload Foto. Dann schauen wir mal hier, da habe ich hier schon mal schön ein Setup gemacht. Das ist mal hier ein Bild. Das ist die Einstellung, die ich gemacht habe, um den Pool zu meinen, damit Sie es sehen. Hier ist das Bild an sich selber. Next. Die laden wir jetzt mal hoch. Ihr braucht also wirklich keine großen Dinger machen. Es reicht einfach wirklich definitiv ein Foto, wo man eher sieht, was Sache ist, was für den anderen einfach interessant ist, dass es einfach nicht geht. No, also hier ist jetzt Lucy Miner, man sieht, es ist das Gerät, um das es geht. Es ist ein SHA 256, also die Gegebenheiten für das Gerät sind korrekt eingestellt. Und das ist das Ergebnis und das ist Binance Pools. Das ist einer der wichtigsten Pools überhaupt. Wenn der Pool mit meiner nicht läuft, dann hast du mit der Kiste sowieso nur Ärger und Probleme. Dann verballerst du mehr Strom, als du Coins erzeugen kannst. Das sind jetzt mal die 2 Dinge dazu. Und dann hätten die hier noch ganz gern Upload Video. Also wirklich auch nichts Großes. Da habe ich ein 19 Sekunden Video. Diese Videos sollten nicht zu lang sein. Also ihr seht es jetzt schön. Ich stecke Ihnen das auch um, dass man das sieht.
Also es ist inhaltlich so gemacht, dass man eigentlich das sieht, dass das eine Gerät nicht geht, das andere funktioniert. Und die Stromteile werden auch gewechselt, damit es wirklich klar ersichtlich ist. Muss nichts Langes sein. Man sollte eigentlich darauf achten, dass man die 20 Sekunden für so ein Video nicht überschreitet. Ja, also es wird auch vorgegeben, das könnt ihr mit dem Handy filmen. Wenn ihr da etwas mehr Zeit benötigt, um euren Inhalt unterzubringen, dann dreht die Auflösung der Kamera einfach runter. Da könnt ihr runtergehen bis auf 480 Pixel, dass es eine wirklich schlechte Qualität ist. Das reicht bei Lazada auch wirklich aus. Dann hast du ein bisschen mehr Luft, die du da einfach mitteilen kannst im Inhalt von deinem Video. Upload dauert jetzt einen kurzen Moment. Läuft aber schön durch. Und fertig ist er. Gut. Wir haben ein Video dran, wir haben 2 Fotos dran. Sagt er nochmal unten, ja, er verlangt das auch quasi, dass er Fotos und Videos bekommt. Dann machen wir Submit. You sure want to return those items? Yes. So, und damit sind die Dinger eigentlich raus. Jetzt bekomme ich hier zweimal die Bestätigung, weil es 2 Geräte sind. Lazada teilt das jetzt auf. Also nicht irritieren lassen. Es funktioniert ja alles ein bisschen anders. Same, but different, like Germany. Return to Warehouse, also das geht zurück zum Warenhaus. Ein Miner. Und dann gibt es dasselbe nochmal. Ja? Zweimal 3677 Baht. Also er teilt das auf in 2 Bestellungen, also in 2 Rückgaben, auch wenn es nur eine Bestellung war und es als ein Posten bis jetzt gehandelt wurde. Dann gehen wir mal hier in Details rein. Oh, das ging wirklich schnell. Hier habe ich jetzt Drop-off Pending, also ich kann jetzt hier in Details reingehen. Normalerweise dauert es immer ein bisschen, bis man diesen Post-Return-Code kriegt. Das bekommt man normalerweise am nächsten Tag. Da muss man dann auch wirklich nachschauen, da bekommt man dann keine E-Mail, man muss wirklich in die Lazada-App reingehen, sich den Fall aufrufen und da auf Chat gehen, auf Details und dann bekommt man diesen Postcode. Ich habe es auch schon gehabt, dass es 3 Tage gedauert hat. Eine E-Mail bekommt man nach 7 Tagen, dass das Paket innerhalb von 3 Tagen zurückgeschickt werden muss, da sonst die Rückgabe storniert wird. Darauf bitte achten. So, wir haben jetzt hier unseren Flash Express Barcode. Von dem macht euch einfach einen Screenshot. Geht damit zum nächsten Flash Express und gebt das Ding da ab. Bei dem Flash Express ist noch wichtig darauf zu achten, dass nicht jeder Flash Express Return für Lazada annimmt. Okay, ich habe mal ganz kurz für euch hier Google Maps angeschmissen und wir geben hier einfach mal ein Flash Express und dann seht ihr auch schon alle Flash Expresses, die es hier so im Raum Pattaya gibt, beziehungsweise in der Gegend, wo du bist. Ne, du kannst, die Rückgabe ist ja thailandweit überall dieselbe Lazada, egal ob du jetzt in Mesan oben bist oder in Phuket. Das ist relativ. Ne? Kannst du auf Koh Samui sitzen, wherever you are, und dann suchst du einfach Flash Express und bekommst in deiner Umgegend alle Flash Expresses angezeigt, die es gibt. Kann dir passieren, nicht jeder Flash Express nimmt Lazada-Päckchen entgegen. Eine Info, die ich euch auch noch geben kann, ist, ihr müsst einfach mal eure Mädels fragen, man kann die Pakete, das ist mir gesagt worden, bei 7-Eleven abgeben. Meine ist dazu leider nicht fähig, die versteht leider nicht, was ich von ihr will. Soll ich jetzt dazu sagen? Ja, wir haben immer noch ein bisschen das Problem, ich bin ja auch im Thai-Kurs, ich lerne ja fleißig, aber irgendwie klappt das alles noch nicht so richtig. Ihr Englisch ist auch nicht gerade viel besser, so viel zumindest aus dem Nähkästchen geplaudert. Nein, also es soll bei 7-Eleven gehen, da müsst ihr mal fragen, wie das geht, dann könnt ihr das Ding eigentlich im Prinzip bei 7-Eleven abgeben. Dann bekommt ihr die Gutschrift von Lazada auf demselben Weg, wie ihr es bezahlt habt. Habt das mit Kreditkarte oder Debitkarte bezahlt, bekommt ihr da das beträglich gut geschrieben. Und hast du es mit der Lazada Wallet bezahlt, bekommst du es da gut geschrieben. Wenn du natürlich jetzt Pay by Delivery, also Nachname, also Bezahlen bei Zustellung gemacht hast, dann würdest du es auf die Lazada Wallet gut geschrieben bekommen und kannst beim nächsten Einkauf mit der Lazada Wallet das Guthaben verfügen. Das ist eigentlich der ganze Schabernack. Ein Tipp, den ich euch geben kann, prinzipiell, wenn ihr von Lazada eine Lieferung bekommt, packt das Ding am selben Tag aus, schaut es euch an, ist es das, was ich will, probiert es aus, teste es
Und wenn es nicht passt, mach gleich die Rücksendung. Tu dich gar nicht damit rumärgern, schick's zurück, es ist wirklich kein Problem. Macht man 2, 3 Mal, dann ist man Profi. Und dann bestell dir ein Ersatzgerät oder einen Ersatzartikel. Das ist das, was am besten funktioniert. Wenn du das erst schon mal eine Woche bei dir zu Hause liegen hast, ist das Geld verflogen. Und ich kenne sehr viele Leute, die haben sehr viele Sachen zu Hause rumliegen und schimpfen dann, Lazada ist scheiße, die schicken nur Müll. Es kommt leider viel an, was nicht so toll ist. Man muss wirklich sehr genau aufpassen, was man bestellt. Ich muss da ein bisschen immer so an Fluch der Karibik denken, ne? Wo Barbossa immer so schön sagt, das war nicht Teil unserer Abmachung. Ja, blöde Sache. Dann hoffe ich, das Video hat dir gefallen. Ein Like würde ich mich sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Zu diesem Beitrag wird es noch auf meiner Homepage einen Blogartikel geben. Ich weiß nicht, ob ich den zeitgleich veröffentliche oder etwas nachziehe, kann ich jetzt noch nicht sagen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video. Ah ne, Moment, einen habe ich noch. Der Kanal finanziert sich ja selber, angeblich. Tut er aber nicht, kann ich euch gleich sagen. Wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, Spendenlink ist unten in der Videobeschreibung. Und dort findet ihr auch Bankverbindungen zur Überweisung oder sonst irgendwas oder Kryptowährung könnt ihr auch bezahlen. Alles kein Ding. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung, dort findet ihr auch den Link auf den Blogartikel. Danke fürs dabei sein. Ciao. Bis zum nächsten Video.